Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Bob Hutton, hier ist der Mutmacher. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um einen kurzen Impuls für diesen Tag zu bekommen. Wir verfolgen unsere, ich würde fast sagen, unsere Freunde Paulus, Silas, Timotheus, Lukas, die waren unterwegs damals hieß es Kleinasien, der heutige Türkei, und die sind dann geleitet worden von dem Heiligen Geist, dass sie Asien verlassen sollen, über das Ägäische Meer segeln, reisen sollten und nach Griechenland, also nach Mazedonien zu kommen. Das haben sie denn gemacht. Wir können diese Geschichte denn lesen von Kapitel 16 der Apostelgeschichte und die Verse 11 bis 15. Ich weiß nicht, wieso sie dran gekommen sind, aber sie haben die Stadt Philippi denn auserwählt. Das war nicht die erste Stadt, den sie begegnet sind in Europa, aber das war wahrscheinlich eine Kreisstadt, eine Stadt von einer gewissen Größe. Und dort haben sie gemeint, dort könnten sie was bewirken. Ich weiß nicht, ob sie das nicht gewusst haben oder ob sie das bewusst ausgewählt haben, aber diese Stadt war keine Stadt wie jede andere. Die Stadt war relativ neu. Die Stadt war eine römische Stadt. Also die Bewohner dieser Stadt waren hauptsächlich ehemalige römische Soldaten. Die haben die Stadt dann bevölkert und war ja ein Handelszentrum und so weiter wie jede andere Stadt. Aber das, was ganz anderes war, da war keine jüdische Communität dort, da war keine jüdische Gemeinschaft, da war keine Synagoge. Und die Strategie von Paulus war, dass er immer zu der Synagoge, also da, wo die Juden sich versammelt haben, und das war immer seine Anlaufstelle. Aber in dieser Stadt gab es keine Synagoge. Um eine Synagoge zu gründen, brauchte man immer 10 jüdische Männer. Da waren sie nicht. Aber es gab überall Menschen, die Gott irgendwo gesucht haben. Und normalerweise, was sie gemacht haben, sie haben sich an einen Fluss gesammelt, um dort zu beten. Also als sie denn angekommen in diese Stadt, sind sie denn, also gerade außerhalb von der Stadttor, und haben wahrscheinlich davon gehört, dass es gibt eine Gebetsstätte dort. Als sie angekommen sind, jetzt sage ich in Anführungsstriche, es waren nur Frauen dort. Aber desnichtsdestotrotz haben denn diese 4 Männer mit ihnen, mit dieser Gruppe von Frauen, das Evangelium denn geteilt. Und da war eine Frau da, die zugehört haben, und die Bibel sagt uns, dass Gott hat ihr Herz aufgeschlossen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen dort waren, aber zu diesem Zeitpunkt war es nur eine einzige Frau, die haben alle zugehört, aber nur eine einzige Frau, deren Herz aufgegangen ist, und sie hat denn die Botschaft von Jesus denn empfangen. Sie war eine Geschäftsfrau, wahrscheinlich eine sehr starke Frau, denn nicht nur sie hat denn diese Botschaft empfangen, sondern ihre ganze Familie. Und sie haben sich ziemlich bald denn taufen lassen, und ihr Haus wurde denn das Gemeindezentrum. Diese neue Gemeinde wurde jetzt langsam gegründet und ihr Haus war Gemeindezentrum. Da war ihre Familie und diese 4 Missionare, die unterwegs waren. Warum hat Gott nur das Herz von Lydia geöffnet? Das weiß ich nicht, aber es ist manchmal so. Aber Gott hat immer überall Personen, die bereit sind für das Evangelium. Wir waren neulich in Indien gewesen, und die Gemeinde dort, die wir immer wieder besuchen, hat die Möglichkeit, Teile von ihrem Gottesdienst im Fernsehen, im Lokalfernsehen zu bringen. Also die Bevölkerung ist sehr, sehr groß in Indien. Das heißt, auch diese Lokalfernsehen hat die Möglichkeit, also viele Millionen Menschen zu erreichen. Und was sie gedacht haben, was am besten war, ist, dass sie die Lebensberichte von ihren Gemeindemitgliedern da reinbringen. Jeden Sonntag in den Gottesdienst, es geht dann etwa eine halbe Stunde, die Leute kommen nach vorne, eins nach dem anderen, sie berichten, was sie mit Gott erlebt haben.
in der letzten Woche. Und so haben sie das aufgenommen und dann wieder ausgestrahlt in diese lokalen Fernsehnetz. Das sind Sachen, wo die Leute erzählen, dass sie Gebetserhörung bekommen, Bewahrung erlebt haben und so weiter. Und in einer Stadt also relativ weit weg, hat eine Frau das angeschaut. Und sie war so bewegt, sie hat zu ihrem Mann gesagt, ich möchte unbedingt diese Gemeinde besuchen. Und der Mann sagt, wenn du willst, dann mach das. Und so ist sie dann unterwegs gegangen und sie musste dann zweimal den Bus wechseln, um dort anzukommen. Das erste Mal, als sie da war, sie hat dann die Predigt und die Lobpreiszeit und alles dann miterlebt und zum Schluss hat der Pastor dann eingeladen, wenn jemand Gebet wünscht, darf nach vorne kommen und es wird mit einem gebetet. Sie haben ein Gebetsteam dort. Da kommen dann immer, also ich schätze immer ein paar hundert Leute kommen für ein Gebet. Jetzt diese Frau, die das erste Mal im Gottesdienst war, sie hat ein Anliegen. Sie hat eine Not, sie hat einen Wunsch in ihrem Herzen, nämlich sie war eine gewisse Zeit verheiratet, hatte aber noch keine Kinder. Und Kinder sind sehr, sehr, sehr wichtig in Indien. Also sie ist nach vorne gegangen und sie hat von ihrem Kinderwunsch gesprochen, wurde mit ihr gebetet, sie ist nach Hause gegangen, sie hat ihrem Mann gesagt, sie wird das nächste Mal wieder hingehen. Sie hat auch ein paar Freundinnen mitgenommen und so, das war dann ihr wöchentlicher Sache, dass sie jeden Sonntagmorgen zweimal den Bus gewechselt haben, um im Gottesdienst zu kommen. Und dann wurde ihr Mann dann aufmerksam, denn seine Frau erwartete ihr erstes Kind, nachdem sie eine gewisse Zeit verheiratet waren. Dann hat der Mann gesagt, er würde auch mitkommen in diese Gemeinde. So fing er auch an mitzukommen und war auch dann begeistert. Es dauerte nicht lange, auch dieser Mann hat gesagt, er will Jesus auch nachfolgen. Der Pastor ist dann aufmerksam geworden auf diese Gruppe von etwa 5, 6, 7 Leute, die regelmäßig kamen aus so einer Weiterentfernung und hat sie ermutigt, die sollten dann einen Hauskreis, eine Hausgruppe, eine Lebensgruppe oder was auch immer man das nennen mag, unter der Woche dort in der kleinen Stadt, wo sie herkommen. Und das haben sie gemacht. Und dann kamen Leute, die wussten nicht, wie viel sie erzählen können, aber nur das, was sie mit Gott erlebt haben. Und dann die Leute, die das gehört haben, die haben gesagt, wir möchten auch in diese Gemeinde kommen. Und dann gab es diese Gruppe, da waren dann 10, 12, 15 Leute sind gekommen. Der Pastor hat gesagt, wir müssen eine Gemeinde gründen in dieser Stadt. Und so haben sie, da geschah aus unserer Sicht etwas ungewöhnliche Dinge. Sie haben eine Hütte dann angemietet für ihre Versammlungen. Diese Hütte wurde dann in der Erntezeit gebraucht, um Getreide und Reis zu lagern. Und sonst war es über das Jahr leer. Und das haben sie dann benutzt beim Einweihung von dieser Hütte, dieser Lagerraum. In Indien gibt es nicht so viel, bei den Liedern nicht so viel Melodie, aber dafür sehr, sehr viel Rhythmus. Und sie haben unterschiedliche Trommler. Und als die Trommler alles getrommelt und die Gemeinde fing an zu singen, dann passierte etwas in den Wänden diese Hütte, dieses neue Gemeindehaus. Das war ein Rascheln. Und die Leute haben gewundert, was das ist, bis sie gemerkt haben, die Schlangen sind aus der Wände gekommen. Das war erstmal ein Schreck. Aber so ist es manchmal, wenn eine Gemeinde gegründet war. Wir waren da vor 2 Jahren etwa und wir haben dann ihr neues Gemeindehaus, was sie selbst erbaut haben, dann mit eingeweiht. Und da waren dann sehr viele Leute da, weil es eine Einweihung war. Aber sie versammeln sich immer jeden Sonntag mit 40, 50 Leute. Und das ist eine ganz gute Geschichte. Gott hat Menschen überall, deren Herzen er auftut. Vielleicht gerade in eurer Umgebung, wo ihr seid, gibt es jemanden, mit dem du deine Lebenserfahrung, was du mitgemacht hast mit Jesus, denn sie warten, ihre Herzen sind von Gott schon vorbereitet und Gott sucht diese Menschen. Also einen schönen Tag wünsche ich euch, euer Bob Hutton.